Morgen aus dem kalten und etwas verregneten Hamburg. Obwohl das Wetter so lausig ist, bin ich heute Morgen etwas aufgeregt, denn ich treffe mich mit einer Person, von der ich bis vor kurzem noch so gar nichts wusste, die ich dann aber auf YouTube gefunden habe. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich sie doch schon ein bisschen besser kenne. Da kann ich natürlich total falsch liegen, aber wie gesagt, ich möchte euch heute mitnehmen zu diesem Treffen und ich hoffe, ihr seid schon genauso gespannt wie ich. Hallo! Kommen Sie rein! Ich mache das jetzt alles mit Kontakt. Genau. So, wir sind jetzt hier in Carinas Wohnung angekommen. Die war so freundlich, uns einzuladen. Dankeschön dafür. Und hatten auch schon ordentlich Zeit, jetzt uns ein bisschen auszutauschen und ein bisschen kennenzulernen. Und aber da ihr sie ja noch nicht kennt, linke ich erstmal ihren Kanal auf jeden Fall hier oben, falls ihr euch den anschauen möchtet. Aber für jetzt müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben, denn wir wollen jetzt ein bisschen über das Thema reden, was uns verbunden hat irgendwo, bevor wir uns kannten. Und das finde ich irgendwie immer das ganz Schöne an YouTube, dass man Leute auf YouTube sieht oder trifft, von denen man vielleicht schon mal gehört hat, aber die man nicht kannte. Und dann guckt man sich ein paar Videos an und dann hat man irgendwie das Gefühl, dass man sie doch kennt. Und manchmal bestätigt sich das dann und manchmal nicht. Aber dementsprechend möchte ich jetzt ein paar Fragen an dich über das Thema YouTube stellen, wenn das okay ist. Na klar, dafür sind wir hier. Genau, richtig. Vielleicht können wir einfach mal anfangen, wie lange hast du deinen Kanal schon und wann oder wie hast du entschieden, dass du mit YouTube anfangen möchtest, also Videos zu stellen? Also ich weiß nicht, wann genau das Geburtsdatum meines Kanals ist. Ich würde jetzt mal vermuten, so vor 5, 6 Jahren vielleicht. Und ich habe den gestartet eigentlich so als mein Personal Playground, weil ich habe mal gelernt irgendwann mal oder studiert Motion Design, also Motion Graphics, bewegte Titles am Anfang, keine Ahnung, wenn ihr irgendwelche Serien kennt und da ist irgendwie ein schöner Vorspann, sowas habe ich gemacht, irgendwie lange Zeit. Und es war für mich ganz schön anstrengend, die ganze Zeit so Kundenprojekte zu machen, weil wenn man für einen Kunden arbeitet, ist es ja sehr einfach zehrend und kann auch unkreativ sein, weil der Kunde natürlich seine Wünsche durchsetzen möchte, was auch komplett okay ist. Aber für mich war es einfach so, okay, meine komplette Kreativität ist so ganz, ganz klein geworden. Ich dachte mir so, okay, ich muss da irgendwie ausbrechen, muss irgendwas für mich tun. Habe dann eben den YouTube-Kanal gestartet. Ich hatte davor auch schon meinen Reiseblog Travel Run Play gestartet und dachte, okay, ich mache ja die ganze Zeit was mit Bewegtbild. Ja, genau. Warum nutze ich dann YouTube nicht so als meinen Spielplatz, um mich da auszuprobieren, um da halt dann auch noch die Stories, die ich auf dem Blog bringe, auch noch visuell im Bewegtbild zu machen. Also ich würde sagen, jetzt so seit 5 Jahren habe ich den Kanal. Aber du würdest dich nicht unbedingt als YouTuberin bezeichnen? Das ist super spannend. Also andere Menschen bezeichnen mich manchmal als YouTuber. Ich fühle mich tatsächlich auch so von meiner Art her, also vielleicht auch eher als YouTuber als als Blogger. Mal ganz grob gesagt. Ja, diese Begriffe sind auch immer sehr schwammig. Blogger, das ist so das Großbild, was auch die meisten... YouTuber ist man Blogger. So. Ja, genau, ist man jetzt, auch, genau, richtig. Oder jetzt Influencer. Influencer, was eigentlich noch schwammiger ist, aber gut. Genau. Ja. Vielleicht zu deinem Kanal, findest du, dass der sich in den letzten Jahren sehr weiterentwickelt hat? Also nicht, klar, dass sich weiterentwickelt, aber so das Thema, dass sich das geändert hat oder ist das immer in einer Richtung geblieben oder... Also ich glaube, es geht nicht ohne Veränderung und ohne irgendwie, man selbst entwickelt sich ja auch und dementsprechend also ich habe mich auf jeden Fall sehr entwickelt in den letzten 5 Jahren und dementsprechend hat sich mein YouTube, das denke ich auch. Deswegen hat sich mein YouTube-Kanal auf jeden Fall auch mit verändert. Also der Main Claim war ja immer Travel, Run, Play, also unterwegs aktiv sein und irgendwie dabei Spaß haben und nicht alles so verbissen sehen und gerade als ich halt in den letzten Jahren eben auf der Panamericana unterwegs war, 1,5 Jahre, war der große Fokus natürlich irgendwie auf Reisen. Und
ich würde sagen, das war immer so der Hauptfokus schon auf meinem Kanal und dieses Aktive wurde immer mal mit so eingestreut. Und von der Entwicklung her habe ich halt sehr, sehr viel ausprobiert, weil ich habe halt auch geguckt, so okay, was kommt denn eigentlich gut an, was wollen die Leute überhaupt sehen und was mich tatsächlich ein bisschen frustriert hat, was ich dann aber auch mit geändert habe, also zugunsten der Zuschauerschaft eigentlich, ist, dass die Leute gar nicht so viele schöne Reisevideos, so moodmäßig sehen wollen mit schöner Musik und so, wo einfach mein Herz drin liegt und ich das total gern gemacht habe. Die Leute wollten mich eigentlich eher so vor der Kamera sehen, wie ich irgendwas erzähle oder erkläre und dann vielleicht mal ein paar Bilder reingeschnitten habe. Und da dachte ich mir halt so, also mein Herz ist da so ein bisschen dran gebrochen und ich dachte mir so, okay, das sind natürlich die einfacheren Videos, sich hinzustellen, die Kamera anzumachen. Aber ich habe mich halt vor allem auch daran orientiert, okay, was möchten die Zuschauer sehen? Weil, ich weiß nicht, in diesem Business muss man wahrscheinlich sein Ego rausnehmen und dann auch sagen, okay, ich mache das hier ja nicht nur für mich, sondern halt auch für die Leute, die da Informationen draus ziehen möchten. Und mal irgendwie ein schönes Stimmungsvideo ist total schön, aber nur aus dem Stimmungsvideo können die Leute sich vielleicht ein bisschen Inspiration, aber dann keine konkreten Infos oder Hilfe, Unterstützung für ihre Reisen suchen. Richtig, Da habe ich mich dann halt schon auch angepasst auf jeden Fall. Ja, man sagt ja auch immer so ein bisschen, dass bei YouTube oder YouTube-Videos immer so die Komponenten drin sein müssen, also entweder Information oder, was ist das noch? Entertainment und was ist das dritte? Gibt es nicht noch einen? Ist es nicht Information, Entertainment und Inspiration? Ja, genau, richtig, Genau, also dass immer einer dieser Komponenten da drin sein sollte. Und klar, ich finde im Endeffekt ist es super wichtig, was euch interessiert. Also wenn ihr noch Fragen an Carina habt oder an mich hierzu, könntet ihr auch gerne jederzeit hier drunter unter das Video kommentieren. Vielleicht noch zu YouTube noch ein bisschen mehr. Es ist ja nun wirklich so, dass immer mehr, also zumindest habe ich so den Eindruck, immer mehr Leute sich dafür entscheiden, YouTuber zu werden. Da haben wir wieder den Begriff. Meine Tante hat mir tatsächlich auch erklärt, dass bei ihr in der Klasse, die ist Lehrerin, sehr, sehr viele den Traumberuf YouTuber haben, also kleine Kinder. Und da würde mich mal interessieren, was du dazu denkst, also wie sich YouTube so als Medium entwickeln wird. Ob es so das Go-To, also Facebook ablösen wird, Instagram ablösen wird, komplett anders oder ob es vielleicht irgendwie aussterben wird. Also in die Zukunft schauen so ein bisschen. Gute Frage. Ich als Social Media Experte sage, prophezeie. Ich glaube, also heutzutage, ich kenne das, eine Freundin von mir ist Lehrerin und die hat tatsächlich auch dann so ein paar das ist ganz interessant, Schüler, die YouTuber werden möchten, was ich auch sehr krass finde. Weil es ist ja heutzutage ein Beruf, das darf man nicht unterschätzen. Ne? Ich glaube aber, es ist tatsächlich auch schwer, nicht unmachbar, sich heute durchzusetzen. Also wenn man jetzt noch anfängt, einen Kanal aufzuziehen. Ich meine, ich kenne das, ich habe vor 5 Jahren angefangen und meine Reichweite ist jetzt auch nicht super groß, aber auch mit der kleinen Reichweite kann man durchaus Kooperationen machen. Das ist dann halt super nischig, aber also man muss sich dann halt auch eben in der Nische aufstellen. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, ich bin jetzt YouTuber und ich mache alles. Genau, ich mache alles oder ich bin Beauty-YouTuber, da muss man dann schon sehr konkret sein. Okay, ich gehe nur auf nachhaltige Marken, die ohne Tierversuche arbeiten. Zum Beispiel so super nischig werden. Das ist, also ich glaube, die Zukunft der Mikroinfluencer, also man kann als Mikroinfluencer durchstarten, das ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, die Zukunft für YouTube ist da auch auf jeden Fall auch nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, Video an sich, also jetzt unabhängig von YouTube, ist auf jeden Fall weiterhin, man hat ja vor 3 Jahren schon gesagt, Video ist King oder keine Ahnung was, bla, weiterhin nicht zu unterschätzen. Das sieht man auch, wenn man sich Social-Media-Kanäle, also Instagram, Facebook anschaut und die bestgeklicksten Content-Beiträge sind einfach Videobeiträge. Das darf man nicht unterschätzen. Dann sind das natürlich keine langen Episoden von 5 Minuten, sondern halt so ganz kurze, knackige Infos. Weil die Aufmerksamkeit dann halt auch schnell nachlässt, leider. Genau. Und da ist halt ist interessant, wie sich YouTube oder wie man sich dann als YouTuber da positioniert und auch die anderen Kanäle nutzt, um dann zum Beispiel einen Vorgeschmack zu geben auf das große, lange Piece, aber mit kleinen Pieces auf Instagram zum Beispiel. Also ich glaube grundsätzlich, YouTube als Plattform wird sich weiterentwickeln. Man sieht ja auch schon die Entwicklung zu YouTube Red, also Formate, also bezahlte Formate und das alles.
es wird auf jeden Fall super spannend. Also, ich glaube das auch, ja. Ich meine, in den letzten Jahren ist die Professionalität und die Qualität ja schon so hoch gegangen. Ich glaube, es wird weiter auch erwartet. Also gerade wenn man jetzt auch YouTuber werden möchte, muss man halt richtig auf Qualität achten. Man kann nicht einfach nur eine Kamera irgendwo hinstellen und ein bisschen... Genau, ja. Und vor allem halt auch auf Content. Die Leute schauen sich einfach keine 10 Minuten langen Labervideos mehr ein. Es muss halt einfach echt super präzise, knackig und qualitativ wertvoll sein. Ja. Ich habe noch eine Frage, vielleicht nicht unbedingt zu YouTube, aber eine persönliche Frage, die mich interessiert, und zwar, warum Hamburg? Ganz anders. Ja, klar. Also, ist eine gute Frage, vor allem, wenn man so viel in der Welt rumgekommen ist als Reiseblogger, YouTuber, Influencer, whatever. Warum Hamburg? Mich hat es einfach, seitdem ich jugendlich war, immer wieder nach Hamburg gezogen. Fast jedes Jahr war ich hier. Und ich schaue gerade in den tristen Hamburger grauen Ja, das Wetter ist es nicht, glaube ich, was einem so hier hinzieht. Obwohl, da gehört auch ein bisschen dazu. Ne? Also wenn in Hamburg immer Sonnenschein wäre, dann wäre es auch nicht Hamburg. Nee, ist halt nicht Bali, ne? So. Nö. Da hatten wir es eben mal vor. Hamburg, ja, es hat mich immer hierher gezogen. Ich weiß nicht, hier habe ich irgendwie mein Herz verloren. Ich fühle mich einfach so wohl und so zu Hause in Hamburg. Mein Vater kam auch ursprünglich aus Hamburg, also ist hier groß geworden. Deswegen habe ich da einfach irgendwie diese Verbindung, und es macht mich einfach jedes Mal, wenn ich mit dem Zug irgendwie über dieses letzte Stückchen von Hauptbahnhof zu Dammtor, alle, die Hamburg kennen, die kennen das, da fährt man über die Alster, also die zwei, also Außenalster, Binnenalster, und das ist eine Brücke und das ist die ICE-Strecke. Wenn man darüber fährt und ich halt die Binnenalster sehe und dann die Fontäne, und da geht mir so das Herz auf. Es ist einfach so, ich muss da fast weinen, weil ich mich einfach so glücklich hier fühle. Manchmal ist es einfach dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob du das kennst, an Orte, wo du kommst und dir geht das Herz auf und du merkst so, oh, hier möchte ich meinen Anker setzen. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes in der Hansestadt natürlich. So. Ja, aber es ist halt, das ist einfach Hamburg für mich, also mein Zuhause. Deswegen. Ja, also ich kenne das nicht unbedingt, dass ich meinen Anker setzen möchte, aber schon dieses Heimatsgefühl, dass man vielleicht auch in unterschiedlichen Orten hat, also vielleicht nicht unbedingt nur in einem, aber das ist super schön. Ich glaube, als Kind hatte ich das auch mit dem Hamburger Hafen tatsächlich, also dass wir immer, wenn wir von längeren Autofahrten zurückkamen, dass dann so der Hamburger Hafen so dieses Wahrzeichen war. Das stimmt, das ist schön. Ja. Ja, gut. Ich glaube, wir sind dann hier für heute auch schon am Ende. Vielen Dank an Carina nochmal, dass sie dabei war und uns eingeladen hat. Wenn ihr, wie gesagt, noch Kommentare habt, wenn ihr noch Fragen habt an Carina oder an mich, schaut euch unbedingt auch ihren Kanal an. Und noch die eine oder andere Meinung zu YouTube und zur Zukunft von YouTube habt, dann lasst mich das auch sehr, sehr gerne wissen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Wir sind gespannt. Wir sind sehr gespannt, genau, richtig. Okay, bis dahin, vielen Dank fürs Reinschalten und tschüss aus Hamburg. Tschüss. Tschüss.